Ich bin der Meinung, alle Kameras haben einen grundsätzlichen Konstruktionsfehler. Der mag sich bei diesen kleinen Point-and-Shoot-Kameras nicht so auswirken. Bei den großen Spiegelreflex, aber auch bei den spiegellosen Kameras wirkt er sich aber für mich schon sehr aus. Ich verwende ja meine Kamera überwiegend am Stativ. Wenn ich sie aber doch freitragend verwende, dann verwende ich am liebsten einen Kameragurt. Um diesen Kameragurt leicht ab und an montieren zu können, habe ich auf den Befestigungsösen meiner Kamera diese Befestigungspunkte montiert, wo ich dann den Kameragurt ganz einfach ein- und aushaken kann. Aber der Punkt dieser Befestigungsösen an der Kamera ist auch der Punkt meiner Kritik. Meiner Meinung nach ist das nämlich die falsche Position. Wenn ich meine Kamera mit Kameragurt verwende und trage, dann passiert beim Tragen Folgendes. Das Teil, was am teuersten ist und auch am empfindlichsten, steht exponiert von meinem Körper weg. Das möchte ich eigentlich nicht, denn wenn ich die Kamera so bei mir habe, bin ich vielleicht in der Stadt unterwegs, bin ich vielleicht im Bus unterwegs mit vielen Leuten, bin aber vielleicht im Wald unterwegs, in einer Klamm, so wie hier. Da möchte ich nicht, dass das Teil, was am empfindlichsten ist, am exponiersten ist. Und wenn ich die Kamera so runter tue, ihr seht, durch die Position der Gurte passiert das einfach, dass immer wieder das Objektiv natürlich von mir wegsteht. Jetzt könnte ich natürlich hergehen und die Kamera genau andersrum tragen, nämlich so. Dann wäre jetzt schon einmal die Position viel besser. Das Objektiv ist knapp beim Körper, ist geschützt und ist nicht mehr so exponiert. Aber jetzt ist halt das Fotografieren mühsam, denn ich habe, wenn ich die Kamera vor das Auge halte, beide Kameragurte von mir, die von oben von der Kamera quer vor mein Gesicht rübergehen, also eigentlich keine praktische Variante. Ich gehe davon aus, dass ich nicht der Einzige bin, der diesen Gedanken hat, denn Peak Design, die Firma, die diese abnehmbaren Kameragurte hier macht, hat auch so einen kleinen Adapter, den man unten auf das Stativgewinde montieren kann, und dann hat man auf der Unterseite der Kamera zwei kleine Ösen, wo man dann auch diese Festmachpunkte montieren kann. Mir ist das aber zu instabil, weil dann beide Enden des Kameragurtes am gleichen Punkt, der die Kamera halten, und dann irgendwie das Ganze ein bisschen wackelig wird. Da bin ich kein großer Freund davon. Und der zweite Grund, nachdem ich ja meine Kamera am Stativ verwende, habe ich auch ganz gern ein L-Bracket montiert, und dieses L-Bracket hat natürlich dann den Platz, den dieser kleine Adapter hier verwenden würde, schon eingenommen. Also habe ich mir gedacht, bevor ich in meinen Kamerabody da unten zwei Löcher bohre, modifiziere ich doch lieber mein L-Bracket. Das hat auf der einen Seite schon eine Öse, in die ich so einen Haltepunkt einsetzen kann, und auf der anderen Seite habe ich ganz vorsichtig ein Loch gebohrt und auch einen Haltepunkt hineingehängt. Aber nachdem ich, wie gesagt, gerne mit L-Bracket fotografiere, stört es mich überhaupt nicht, wenn dieses Teil da permanent auf meiner Kamera montiert bleibt. Und somit habe ich jetzt die Möglichkeit, wunderbar meine Kamera hier so zu montieren, wie ich mir das vorstelle. Nämlich mit dem Kameragurt auf der Unterseite der Kamera. Einerseits ist die Kamera jetzt wunderschön nah am Körper und andererseits kann ich sie auch wunderbar schön zum Fotografieren verwenden. Das gilt natürlich umso mehr für lange Objektive. Hier kann ich jetzt nach dem Verwenden der Kamera die Kamera ganz einfach nach hinten schwenken, habe die Kamera wunderbar schön am Körper liegen und das Objektiv steht nicht irgendwo in die Menschenmenge hinein oder streift an der Felswand. Bei kürzeren Objektiven ist der Unterschied vielleicht nicht ganz so groß, aber auch hier ist es mir lieber, wenn ich beim Tragen die Rückseite der Kamera nach außen gewandt habe, als mein Objektiv mit der leicht zu verlierenden Objektivkappe und den ganzen beweglichen Teilen, die ich dann hier ungeschützt nach außen tragen würde. Also meint ihr jetzt auch, das ist ein Konstruktionsfehler aller Kameras? Und wie gefällt euch meine neue Kappe?